Der Turm. Dann schauen wir uns das mal an. Das allerletzte Spiel ist aber nett von ihm, seinem Freund das so zu helfen, zu unterstützen. Was seiner Misere. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Koda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Frage ist ja, woher kommt dieses Licht? Aber na gut. Ich hinterfrage eigentlich nichts von der Logik her. Am besten, weil ich krieg sowieso keine Antwort. Sehr distanziert. Irrungen und Wirrungen. Gott! Except that all the walls of the maze are invisible. And then, every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Ja, bevor ich mir das jetzt antue. Labyrinth zu gehen, bei dessen Wände du nichts siehst, jedes Mal zurückgesetzt wirst, wenn du eine Wand berührst, ist der Albtraum. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Okay, never-ending stories. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Koda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Na gut, man könnte sich durchraten, aber es dauert ein Weilchen. 6-stelliger Zahlencode. Es gibt 1 Million Möglichkeiten. Es braucht wirklich eine Zeit. Oh. Das ist sehr anders als die anderen Spiele. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Koda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. I can open this door for you, so let me do that. Da ist der Schalter Was I a dazu. failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. Ja, er wollte seinem Freund helfen und hat es irgendwie nicht geschafft. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them
I had been trying to, though. That was the thing. For years, I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Stimmt, die 3 Punkte, die man immer wieder gesehen hat. Sehr verschlossene Persönlichkeit. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Wollte wohl nicht verstanden werden. Where did I screw up? Glaube ich nicht, dass der hier was falsch gemacht hat. Ich denke, Koda war einfach nur zu verschlossen. Er wollte nicht geholfen. Moment. Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich... You stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Hat ihm dieses letzte Spiel gegeben, um zu sagen, dass er nicht mehr mit ihm reden soll? Wow. Ein Spiel, das eigentlich unmöglich ist zu schaffen? Okay. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Huch, Glück. Tja. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn? Würde dich das dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderer zu zeigen? Anderen zu zeigen? Ich habe gerade anderer, glaube ich, vorgelesen. Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest, eine Grenze zu überschreiten, eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Ist dieses letzte Spiel dafür gedacht, ihm zu sagen, dass er das nicht hätte alles machen sollen, die Spiele zu zeigen den anderen? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Ja, jetzt ist die Frage, hat Davy die Straßenlampen gesetzt oder Koda? Warum? Was ist jetzt wahr? Weil er kann ja alles abändern. Hatte das hier geändert? Hat die Straßenlampe selber gesetzt und gesagt, dass Koda es war? Oder, das ist eine gute Frage. Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Lass sie einfach so, wie sie sind. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean?
Moment mal, demnach ist das Spiel davor ja eigentlich eine Anspielung auf ihn. Coda die Maschine, die die Spiele entwirft, und Davy, derjenige, der es dann vor die Presse stellen musste und sagen musste, ja, nee, ist nicht, es gibt keine Spiele mehr. Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Das ist die Frage, wer ist jetzt hier der Kaputte? Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sag nichts. Hat er die Spiele irgendwann wirklich nur noch für ihn gemacht, um ihm Hinweise zu geben? Endlosschleifen, diese Türen als Hinweis, dieses Rätsel soll hinter sich diese Türe schließen und weitermachen, nicht nach hinten blicken. Wer hat jetzt wem geholfen? Es war klar. That's why I'm releasing this collection of your work. Es war so klar. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Krass. Dann war das alles auf ihn bezogen. Ab einem gewissen Zeitpunkt die Lehrerrolle. Ein Epilog. Kein Bahnhof. Abreise. Keine Zeit. Zeitloser Bahnhof. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Was steht da? Wohin geht es? Es geht nirgendwo hin, oder? Natürlich, warum soll es auch irgendwo hingehen? Bahnhof. Keine Zeit hat. Züge, die nirgendwo hinfahren, aber in die man einsteigen kann. Ist zu? Noch nicht. Man hört die Menschen, aber man sieht sie nicht.
Solution. 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 Wir sind angekommen. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Ich bin gerade am Überlegen. Bei den ganzen Gefängnisspielen gab es da schon eine Andeutung darauf? Auf das, was jetzt ist? Und nach den Gefängnisspielen kam dieses Putzspiel. Das erste und endlich Spiel. Das er abändern musste, damit es funktioniert. Nein, Schmarrn, das stimmt gar nicht. Das erste Spiel war dieses nicht... Nein. Ach nein, das war auch noch ein Gefängnisspiel. Das Ende der Gefängnisspiele, wo man sich sozusagen selber anruft und sagt, dass man es schaffen wird. Aber das könnte aber schon ein Hinweis sein. Für ihn eigentlich. Erinnerung an ihn, dass er es auch schaffen kann. Mein Gott, ist das so fucked up. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Das ist die Frage, wer ist jetzt wirklich eigentlich die shitty person? Noch die schönen Räume, dann so jetzt Dreck gefüllt. Eine Höhle. Frage mich, was noch kommt. Wir gehen einfach nur noch durch. Das ist der Epilog, wo er jetzt einfach nur seine restlichen Gedanken erzählt. Zu dem, was passiert ist, was er vielleicht falsch gemacht hat. My life depended on finding something to be driven by other than validation. What would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Naja, mein Streben nach Anerkennung, Bestätigung, weil wissen, dass das, was er macht, das Richtige ist. Ist das so falsch? What now? Ja, ist die Frage, was jetzt? I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Ja, hat ein bisschen was zu tun, sein Leben in den Griff zu bekommen. Schaut irgendwie cool aus. Ich weiß nicht, warum ich gerade durch die Tore wirklich durchgehe. Eigentlich total unnötig, aber ich mache es irgendwie trotzdem. Sagt jetzt nochmal was? Weil ist er wirklich gegangen. Lässt uns jetzt hier allein zurück. Kann ich da runterfallen? Nein, kann ich nicht. Fuck. Okay, ich muss außen rum. Das ist doch die Source Engine. Wieso geht kein Duck Jump? Sorry. Drehen wir nochmal eine Ehrenrunde.
Aber hier müsste ich raufkommen, ja. Na gut. Dann halt abwärts. Ich dachte schon, wir landen wieder in ein Gefängnis, dem man nicht entkommen kann. Vielleicht war das doch irgendwann Anspielungen ins Gefängnis, dass auch Davy nicht entkommen konnte. Bis jetzt. Ich weiß es ja nicht. Ich möchte hier rein. Ich möchte nicht mehr aufzubleiben. Und markieren jetzt wieder zurück zum Bahnhof. Nein, schaut bloß ähnlich aus. Aber ich mag die Musik, also das Sound ist echt gut. Sehr stimmungsvoll. Das Vogelgezwitscher. Wenn es mal wieder kommen würde. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ich hoffe, das wird kein endloser Gang, aber schaut nicht so aus. Okay, das ist nur optische Täuschung. Ich dachte, es kommt näher von hinten. Oh, da ist wieder der Laserstrahl, der uns emporhebt. Oder wo man sich eigentlich selbst opfern sollte, um alle anderen zu retten, durch den Bug aber emporklitscht. Was passiert diesmal? Ich glaube, wir werden uns für diesmal opfern. Und das Spiel beenden. So wie es geplant war. Oder auch nicht. Steigen empor. Über das endlose Labyrinth. Turn back. Turn back R. from this cave. You said, let Dieses me Projekt wäre ohne die prove folgenden that Personen nicht I'm möglich gewesen. brave. Let me keep going. But the cave goes for miles. Tja, das war wohl das Beginners Guide. And you're so tired. But Ich glaube, ich lasse den Abspann ein know bisschen that laufen. you're Man hat wahrscheinlich eh kaum. So turn back. Turn back. So, jetzt da. Tja, das war The Beginner's Guide. Ich habe das in einem kompletten Stück durchgespielt. Also bin jetzt seit 1 Stunde 50 daran. Und ich muss sagen, es ist kein... es war eindeutig kein Spiel wie jedes andere. Sondern so eine Sammlung von Spielen, die irgendwo an... eigentlich interessante Entwicklung. Dass Davy eigentlich meinte, Coda zu helfen, weil er
dachte, dass er depressiv sei, weil er nur Gefängnisspiele erstellte. Der irgendwann anfing aber nicht mehr Gefängnisspiele zu erstellen. Vermutlich aus dem Grund, weil Davy seine Spiele anderen vorgestellt hat und ihm durch diese Spiele, durch die anderen Spiele etwas sagen wollte, was er mit dem allerletzten Spiel dann wohl auch getan hat. Anscheinend haben die beiden keinen Kontakt mehr und er wollte mit diesem letzten Spiel, mit dem Zusammenfassung der Spiele ihn nochmal erreichen und sich entschuldigen, was er auch getan hat. Krass. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Spiel denkt. Das war jetzt nochmal eine komplett andere Art von Spiel. Ich weiß nicht, in welche Teile ich es zusammenschnippeln werde. Ich denke, viele werden es nicht sein. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung. Hat Davy was falsch gemacht? Hat Code was falsch gemacht? Haben beide was falsch gemacht? Vielleicht schon. Interessante Entwicklung auf jeden Fall. Nun gut, dann vielen Dank fürs Einschalten. Und sehen Sie bei einem anderen Let's Play. Bis dahin und tschüss.